Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ja, liebe Mitfeiernde hier und zu Hause. Wir feiern heute das wichtigste Fest unseres Glaubens. Doch anders als gewohnt, wegen der aktuellen Krise. Die Tage zwischen Gründonnerstag und Ostern sind ein Zeichen für die vielen Tage, die wir aus eigener Erfahrung kennen. Die Tage der Verlassenheit, der Trübsal, der Trostlosigkeit und des Zweifels. Tage der Angst, der Einsamkeit und der Lieblosigkeit und des bitteren Todes. In dieses Dunkel hinein leuchtet aber dieses österliche Feuer. Feuer schenkt den Menschen Wärme und Geborgenheit. Feuer schenkt den Menschen auch Licht, wenn wir im Dunkeln unterwegs sind. An diesem Feuer wird die Osterkerzen entzündet. Das bedeutet, der auferstandene Jesus, das Licht der Welt, leuchtet auch in unser Dunkel, gibt uns Hoffnung. Und so lasst uns beten. Gütiger Gott, segne dieses österliche Feuer. Lass es für uns brennen als Quelle der Hoffnung, der Freude, der Liebe und der Geborgenheit. Der auferstandene Jesus möge auf diese Weise mitten unter uns sein, als das Licht für alle Menschen auf Erden. Darum bitten wir dich, durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Amen. Jetzt werden unsere Osterkerzen gesegnet, die Gabi und Paul Kessler für Hirschhorn und Pia und Axel Guckers für Neckartal gestaltet haben. Vielen Dank dafür. Die Kerzen werden uns ein Jahr lang an das österliche Licht und an die österliche Hoffnung erinnern. Guter Gott, Gott der Liebe, Gott des Lebens, heilige und segne unsere Osterkerzen. Voll Vertrauen auf dein unvergängliches Licht zünden wir diese Kerzen an. Das Licht sei uns ein Zeichen des Vertrauens, der Liebe und der Hoffnung in Stunden der Freude und in Stunden des Leides. Wir zünden diese Kerzen an, weil wir wissen, dein Sohn Jesus Christus ist bei uns und bleibt bei uns alle Tage unseres Lebens und darüber hinaus. Lass sein Licht über uns und alle Menschen leuchten. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Jesus Christus, gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Dein sind die Zeit und die Ewigkeit. Dein ist die Macht und die Herrlichkeit, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Durch seine heiligen Wunden die leuchten in Herrlichkeit. Behüte uns. Und bewahre uns. Christus, der Herr.
zünden die Kerze. Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. Sein Licht vertreibe das Dunkel in den Herzen der Menschen. Lumen Christi, Deo gratias. Lumen Christi, Deo gratias. Lumen Christi, Deo gratias. Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket, ihr himmlischen Scharen, lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König. Lob singe, du Erde, überstrahlt von Glanz aus der Höhe. Licht des großen Königs umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist allerorten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutter Kirche, umkleidet von Licht und herrlichem Glanze. Töne wieder, heilige Halle, Töne von des Volkes mächtigem Jubel. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben
uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lastern der Welt, im Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes. Nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe. Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener. So bitten wir dich, o Herr, geweiht zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm
sie an als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Guter Gott, du hast diese österliche Nacht hell gemacht durch die Auferstehung Jesu. Erwecke in uns immer mehr den Geist deiner Liebe und Hoffnung. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Wir stimmen jetzt in den Lobpreis Gottes ein. Wir singen das Gloria unter der Nummer 170. Amen.
Wir erinnern uns in dieser Nacht, dass wir in Christus nicht mehr Genossen des Todes sind, sondern Gesellschafter des Lebens. Und das hören wir nun aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch nach seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er mit Gott, für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben mit Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. So soll Israel sagen, denn seine Huld währt ewig. Halleluja, der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tags der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab,
wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden, und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude, und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Vater sagt frühmorgens zu Jakob: Da hast du 3 Euro. Geh schnell zum Bäcker und kaufe 4 Brötchen zum Frühstück. Jakob nimmt das Geld und geht los. Nach spätestens einer Viertelstunde müsste er wieder zurück sein. Als er nach 20 Minuten immer noch nicht da ist, schaut der Vater nach. Da sieht er Jakob vor der Tür sitzen. Was machst du denn da? Möchte der Vater wissen. Ich warte, antwortet Jakob. Worauf wartest du denn? Fragt der Vater erstaunt. Jakob erklärt: Weißt du, der Lehrer hat uns gesagt, dass sich die Erde dreht. Und jetzt warte ich, bis die Erde den Bäcker zu mir dreht. Liebe Schwestern und Brüder, da hat sich Jakob Hoffnung gemacht, die natürlich eine vergebliche Hoffnung war. Um Hoffnung geht es auch heute an Ostern, um die christliche Hoffnung. Denn Ostern hat den Stein des Lebens gegen den Tod und den Stein des Vertrauens gegen die Angst ins Rollen gebracht. Fürchtet euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden und lebt, hören wir aus dem Mund des Engels. Und auch die Botschaft des Auferstandenen lautet: Fürchtet euch nicht. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Angst und Furcht sind das Thema, das unser Leben gerade bestimmt. Angst um unsere Gesundheit und um die Gesundheit unserer Lieben. Aber natürlich auch die Furcht um das Verlust der Arbeitsplätze und um die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Krise. Doch die Gesundheit hat oberste Priorität und deshalb sind wir vorsichtig. Wir dürfen unsere Freiheit nicht so leben und unseren Glauben nicht so feiern, wie wir es gewohnt sind. Das Positive in dieser Zeit aber für mich ist, dass ich jetzt die Natur etwas bewusster erlebe. Der Frühling kommt auch in diesem Jahr mit aller Kraft. Er lässt sich nicht aufhalten
und weckt in mir Hoffnung. Die Hoffnung, die Gott uns an Ostern auch und besonders in diesem Jahr schenkt. Hoffnung, das Leben siegt über den Tod und Ostern findet einfach statt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, unser christlicher Glaube lädt uns ein, auf Gott zu vertrauen, der Jesus im Tod nicht im Stich gelassen hat. Auch uns wird es durch diese Krise hindurchführen und begleiten. Die Karmelitin Teresa von Avila schrieb damals, was heute immer noch gilt. Nichts verwirre dich, nichts erschrecke dich. Alles geht vorbei. Gott ändert sich nicht. Die Geduld erreicht alles. Wer sich an Gott hält, dem fehlt nichts. Gott allein genügt. Ja, und in diesem Sinne singen wir das Lied Herr, du bist die Hoffnung, die Nummer 875 im Gotteslob. Ostern ist das Fest der Erfrischung unseres Glaubens. Deshalb bitten wir den Herrn, dass er das Wasser segne, das uns an unsere Taufe erinnert. Lasst uns beten. Guter Gott, als Zeichen deines Bundes mit uns, segne nun dieses Wasser. Durch deinen geliebten Sohn
steige herab in dieses Wasser die Kraft des Heiligen Geistes, damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind in seinen Tod, durch die Taufe mit Christus auferstehen zum ewigen Leben. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Wir singen das Glaubensbekenntnis unter der Nummer 836. Für alle Menschen, die an die Auferstehung Christi glauben. Für die Menschen, die zweifeln und auf der Suche sind. Für alle, die den Glauben verloren haben. Auferstandener Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Für die vielen, die noch unter den Qualen des Karfreitags leiden und kaum Hoffnung auf eine Besserung haben. Für die, die verfolgt werden. Für die Menschen, die in Kriegsgebieten leben und für die, die unter den Folgen von Naturkatastrophen leiden. Auferstandener Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die, die krank sind, besonders für die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden und erkrankt sind. Für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben. Für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern. Für die politisch Verantwortlichen, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen. Für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen und für die, die jetzt die Gemeinschaft vermissen. Auferstandener Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Verstorbenen, die in der festen Hoffnung auf die Auferstehung von uns gegangen sind. Für die, die ohne Hoffnung gestorben sind, für alle Tote, an die niemand mehr denkt. Auferstandener Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Lebendiger Gott, schau in Güte auf uns, die wir erlöst sind durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes, und schenke uns Anteil an seinem österlichen Sieg.
So bitten wir durch Christus, unseren Brudern und Herrn. Amen. Guter Gott, in diesen Gaben von Brot und Wein, die jetzt auf dem Altar liegen, bringen wir dir unser Leben und das, was unser Leben ausmacht. Unsere Arbeit, unsere Beziehungen, unsere Ängste, Krisen und Probleme, unsere Hoffnungen und Freude. Lehre du uns, unser Leben im Licht des Auferstandenen neu zu sehen. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Nach der Präfation zum Heilig die Nummer 848. 848.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebt die Herzen. Wir haben sie voneinander. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Nacht aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt in dieser Nacht der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. പീഠാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു. താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പം എടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പക്കലേക്കു കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടരുളി ചെയ്തു. ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്കു വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എൻ്റെ ശരീരമാക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ കാസയുമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടരുളി ചെയ്തു. ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്കു വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും
ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ. ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und die Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Peter und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir singen gemeinsam. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun miteinander das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat, die Nummer 741. Friede sei mit euch, so grüßt der auferstandene Christus seine Jüngerinnen und Jünger. Grüßen wir nun einander mit seinem Gruß. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist.
Wir geben einander ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft. Agnus Dei, die Nummer 748. Seht in diesem gebrochenen Brot Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Lasst uns nun Festmahl halten. Halleluja.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir blicken in die Zukunft, mutig, voll Vertrauen und Hoffnung. Wir sind nicht allein, denn du gehst mit, Tag für Tag als Bruder und Freund. Du bist der Weg, das Heil und das Leben für alle Ewigkeit. Amen. Ja, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unser krisenerprobtes Küsterteam, für Christian Ebert für die Aufnahme des Gottesdienstes und Herrn Leschner für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Vielen Dank. Ja, liebe Kinder, liebe Schwestern, liebe Brüder, wir, der Pater Linder und ich, auch in Namen meiner Mitbrüder, wir wünschen euch und Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Und dass uns nicht die Drohbotschaft des Virus, sondern die frohe Botschaft und die Hoffnung von Ostern begleitet. In diesem Sinne empfangen wir den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Gottes Segen möge uns an diesem Osterfest erfüllen, damit wir nie vergessen, dass wir geliebt und gerettet sind. Gott der Herr führe uns, Gott der Herr begleite uns, Gott der Herr beschütze uns. So segne uns und halte seine schützende Hand über uns, der uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja. Zum Schluss die Nummer 819. Die Strophen 1 und 2.